This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Sorry, falscher Knopf. So, die Frage von eben wurde vergessen, was das Votingrecht angeht. Wow. Wow. Der Fall um den erschütternden Mord an dem ehemaligen Kapitän Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarze Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Peter Carneys, einem seiner früheren Harpuniere, ermordet wurde. Der gemeingefährliche Verbrecher wurde vom tapferen Inspektor Lestrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und ist im Gewahrsam genommen. Patrick Harris wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt werden. Okay. This is where I... Da können wir nochmal lesen, wie wir uns entschieden haben. Und hier ein Souvenir, eine Harpune. Okay. Warum? Ja, das habe ich gesehen. Danke. Das Tab kann weggehen. Nein? Okay, das Tab bleibt da. Nein, es geht weg. Kann ich sonst noch was machen? Also wie gesagt, mein Vorsatz ist ein wenig... Oh Gott. Jetzt guckt sie in meine Richtung. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Hatte Sherlock Holmes und Dr. Watson, hatten die einen Hund? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die einen Hund hatten.
My archive. I can... Warte mal. Wahrscheinlich hätte... Oh. Okay, merken, hier sind 2 Archive. Enzyklopädie untersuchen. Vielleicht hätte das im vorigen Fall auch noch was gebracht. Okay. Für die Zukunft. Und hier haben wir... Was? My archive. Noch I can mehr. Oh always consult Gott. with it Okay, if da needed. haben wir vielleicht was... Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Ich war auch nie persönlich eingeladen. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Okay. Ach, scheiße, ich wollte doch verifizieren. Egal. Habe ich Well, vergessen. here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? Oh Gott, folgt er mir jetzt die ganze Zeit? Ich hoffe, er steht mir nicht einmal im Weg. This map will be useful. Meins. Genau, Aliens. Ich habe tatsächlich auf YouTube, da bin ich immer ein bisschen so kritisch, inwieweit da dann auch, aber ich meine, so schnell wie die ansonsten blocken, wenn was nicht rechtens ist. Es gibt eine Serie, die habe ich jetzt angefangen letztes Jahr, die da heißt, ihr seht das, oder? Treibsand, eindeutig Treibsand. Oh Gott. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Serie, Hörbuch, Sherlock Holmes vs. Cthulhu. Ich glaube, Dr. Watson ist festgesteckt. This is the place where we saw the train vanish last night. Hedgehog, thank you for being here. Thank you for the resub. And have a very, very good New Year and Happy New Year and everything. Go as you wish. Have fun. And the rest of you, click on his name, follow. Thank you very much.
A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. Leere Flasche, okay. Was? Dip. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Okay. Wir hätten es auch im Zaun lassen können. Ich habe gehört, wie der Hahn das dadurch, dass ich in den Modus gegangen bin. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Um deine Frage zu beantworten, also ich werde jetzt das Rätsel auf jeden Fall noch lösen und dann gucken wir mal, was die Uhrzeit sagt. Und wie ich mich fühle. Das ist so der Plan. Ich habe jetzt nicht so noch eine Stunde, sondern ich mache jetzt, glaube ich, das Rätsel noch. Wenn wir jetzt gucken, wie lange das vorherige gebraucht hat mit viel Blabla und zwischendrin Pause und so weiter, waren, glaube ich, 1,5 Stunden, 2 Stunden ungefähr. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich die Erdspuren verheiratet? Ehrenbahnhofvorsteher. Das ist eine schöne Umschreibung für wird nicht bezahlt oder. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. See you later, my good man. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren aus seinem Ärmel offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Auszeichnung als Ehrenbahnhofvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Und dann kommen Aliens um die Ecke. Eieieiei. Railway post bags.
An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Mhm. This part is probably from a locomotive. Wo ist sein Büro? Hä? Ich finde die Landschaft, also die Umgebung auch alles so schön, die Queen und kleinere Details, also die Risse in den Wänden ist eigentlich unnötig, aber das Ganze gibt dem Ganzen halt dann einen etwas schöneren Look. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Burlington A new Station. telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Linie Nottingham London Type Train LNER Nummer 324. Composition Lokomotive Kohletender erste Klasse Postwagen Spezialwagen bei okay und Second Class okay. Here is the train set. A telegraph. Oh Gott, werden wir morsen müssen. Mhm. Warum sind... There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Audrey, herzlichen Dank nochmal für deine Subs und ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht im neuen Jahr. Schlaf gut. Traces. Let's take a closer look. Nothing interesting here. Hä? Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Prost und gutes Neues, Herrick. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Okay. Und es scheint ein... Der redet von einem Truck, aber hier sind Hufspuren.
Okay, hier ist Ende Gelände. Ich höre doch da was. Du Cheater. Er steht an meinem Weg. Oh Gott, verschwind. Okay, mit denen darf ich nicht reden. Okay, verstanden. Ich wollte eigentlich darüber und mit denen, aber darf ich nicht. Ja, da lang. Außerdem gibt es kein Bier, sondern es gibt heute Traubensaft. Zum Wohl. Traubensaft vom Konvent Durrenzimmern. Lemberger Weißherbststrocker. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Okay. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Ja, Taschenuhr. Ich habe auch noch eine von meinem Vater, aber ich trage halt prinzipiell nie Uhren, deswegen. Aber ja, die finde ich auch schöner als, ja. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Okay, da wurden Sachen geklaut. Okay. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Das hört sich fast an wie heute.
Billige Fahrkarte. Raue Haut, also irgendwie außenarbeitend, verheiratet. Aber der Tweet ist abgestimmt. Okay, was übersehen wir wieder? Ich möchte nicht Scannen spielen. Was übersehen wir? Meine Bart ist gepflegt, die Augen sehen normal aus. Ein Ohrläppchen ist auch nichts. Hals ist sauber rasiert. Okay, jetzt habe ich doch gescannt. Ah, da ist aber auch, also sorry. Arbeitskleidung, okay. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night, I were on the train, as usual, with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Das ist jetzt aber auch nicht mehr politisch korrekt. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Okay, Charakterzug eitler Sack. Australischer Hut. Okay. Schwerer Goldring. Die Tasche ist uninteressant, oder was? Okay. Krokodilslederschuhe. Und halt wieder teure Kleidung, ja. Dann die. Das ist ein Messer? Das ist ein Messer. So. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were traveling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Und Chile ist Spanisch, oder?
This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The Das ticket kann Ami. inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Mhm. Das ist interessant. Na. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord. Der Besitzer der chilenischen Firma wurde vorsätzlich an Bord des Zugs gelassen. Da kontrolliert alle Fahrgäste bis auf den Chilenen. Ja. Nehmen wir den Weg. Wo ist der jetzt wieder? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Junges Alter, okay. Saubere Kleidung. Vorschriftenbuch, das ist also auch ein... Okay. Tintenflecke. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man.
I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Oh, ist das gemein. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Das ist die We ought to Frage. visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es dazwischen noch eine Hakengerisse? Finde den Gärtner. Ja, genau. Den Händen und der Kleidung dieses Mannes nach zu urteilen, ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck, ist alleine. Er reist nicht und... Was? Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seinen teuren Kleidern und seinem goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodilstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Der Bahnhofvorsteher von Bennington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und diese seine erste Arbeitsstelle ist. Mich würde interessieren, ob die Person, die hier fehlt, ob die zur jetzigen Story oder ob das zur vorherigen Story, ob wir da wirklich irgendwas komplett übersehen haben. Ja, hätten wir mehr davon, würde die Deutsche Bahn vielleicht auch mal funktionieren. Lässt du mich? A telegraph. It's a scandal. An absolute outrage. Komme ich nicht hin, ist bloß Szenerie, okay. Railway post bags. Mich irritiert immer noch, dass in dem anderen Bahnhof so viel Ersatzteile für den Zug waren. Macht gar keinen Sinn. Okay, hier wäre... Okay, verstanden. Nö, doch nicht. Okay. Die Steuerung ist manchmal, also ist ein bisschen komisch manchmal. Der will nicht reden, okay.
Zugersatzteile, das ist das, was mich irritiert. Einfach an einem random Zugstation, Haltestelle, das ist irgendwie komisch, finde ich. Locked. This bin is full of empty bottles. Warum ich gerade grinsen musste. Plattformtickets. Es wird wahrscheinlich keiner mehr von uns alt genug sein, um sich daran zu erinnern, dass es früher Geld gekostet hat, um auf den Bahnsteig zu kommen. Also im Prinzip so ähnlich wie es im Ausland, Großbritannien oder Frankreich ist, dass du ein Ticket haben musst, dass du auf den Bahnsteig überhaupt den Bahnhof betreten darfst, musstest du prinzipiell ein Plattformticket dir holen, ein Bahnsteig-Ticket. Und Lenin hat wohl mal gesagt, Revolution in Deutschland, das wird nicht funktionieren. Die werden keinen Bahnhof einnehmen, was ja damals sehr strategische wichtige Punkte sind, ohne vorher ein Bahnhofticket zu ziehen. Bahnsteig, Plattformticket zu ziehen. Oh Gott, der ist besoffen. A telegraph. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Deswegen musste ich gerade so grinsen. Gut, Harry kann sich vielleicht noch erinnern, wo es diese Tickets gab. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, Huh. sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Gerötete Nase, also Alkohol. Saubere Kleidung, okay. Angelschnur. Flachmann. Ich sehe keinen Dreck. Ah, Ring. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Alkoholiker Bingen. Was ist ein Bicken, bitteschön? You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me.
Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay. Okay, das wissen wir noch nicht. A fishing advertisement. Falsche Richtung. Ich wollte aufs Gleis. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Okay. Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will, aber wir werden sehen. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay. Leo, eine wunderschöne erste gute Nacht in diesem Jahr. Danke fürs Dabeisein. Hab ein gutes Jahr und ein gutes Wochenende. Heute ist Montag. Einen schönen Tag. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Railway post bags. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Okay. Warum steht hier Gepäck? Warum steht hier Gepäck, wenn hier kein Passagier ist? You have quite a number of dirty tools lying around here.
Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Okay. Nee, ich möchte nicht dieses Klicke alles Spiel machen. A telegraph. Falsche Seite. Ja. Geh weg, komm. Oh. Das finde ich in Medieval Dynasty so schön, dieses, okay, da ist Ende Gelände, wo du den NPCs sagen kannst, geh mal bitte einen Schritt zur Seite und dann weg oder du dich selbst, wenn irgendwie verhaken. Okay, hier kann ich langlaufen. Bis hierhin. Okay, ist hier irgendwas? Nö. Wir scheinen tatsächlich beim letzten Fall irgendjemanden verpasst zu haben. Der Bahnhofvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seines Gesichtstaus und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist voll abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Ich habe das Telegramm nicht gesehen. Vielleicht könnte man da irgendwas rauslesen. Fällt mir gerade ein. The entire train has disappeared. It's a disaster. It's a scandal. An absolute outrage. I will not move from here until I receive my... Don't touch anything, please. Okay, was übersehe ich gerade? Ja. Die Karten und schieß mich tot. Und die Karten sind nicht nur einfach Bilder, sondern die könnten tatsächlich, also sie sehen so aus, als wenn sie im echten Bahnhof hängen könnten. Okay, ich muss wohl doch irgendeins von den Dingern hier lösen. Und Crash. Zum Glück braucht es nicht so lange zum Laden.
Da fällt mir ein, ich sollte eventuell kurz die Butter nicht so rumstehen lassen. Oh Gott. Gleich wieder da. Also, Entschuldigung. Hä? So rum. Okay, jetzt können wir die darauf, das habe ich vorhin schon versucht, aber okay. Danke. I should use the appropriate object here. Hm. Was fehlt noch? Gut, eine Bremse, wenn es denn sein muss. I should use the appropriate object here. Wo ist hier ein Hebel? Wie jetzt? Ähm. Hier fehlt noch was, oder? I should use the appropriate object here. Sind nicht alle Teile hier. Vor der Nase. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Bäh. Headlight und Steam Whistle. Okay, die werden dann wahrscheinlich auch da irgendwo rumliegen. Die tragen wir mal geschwind mit. Hä? I need something long for the headlight to be attached. Ah.
Wir brauchen noch ein Stängchen. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Dann kaufe ich die anderen Teile auch gleich. Und das erklärt die Nachricht am Anfang, die für mich neu war. Wo sie an die Hunderte, an die ukrainischen Soldaten The denken. headlight is attached. Beziehungsweise, das macht mir so viel Spaß. Moment. Bündel. Die sind aber nicht von Vorkleid, oder? Doch, sind sie. Da gibt es noch ein älteres Spiel von 2008. Oh Gott. Jack the Ripper von 2009. Oje, 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 oje. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Da sind aber auch Musikpakete dabei und die mag ich nicht kaufen. Hier, 6, 10, 12, 14, 23. Okay, passt. Ist im Warenkorb, wird gekauft. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Also das Paket, also die neueren Spiele, Moment, sorry, das ist eine gute Werbung. Also das Spiel ist gut. Ich habe die anderen Teile auch mal so grob gesehen. Ähm, bup. Gibt hier ein Komplettpaket, da sind noch Spiele von 2008 und 2009 dabei. Und nochmal 2008. Und 12. Und eben die neueren. Das sind aber eben diese Musikdinger dabei und die dafür Geld ausgeben. Und ein Wimmelbildspiel, oh Gott. Okay, ich sehe schon. Es muss das. Okay, verstanden. Wie viel sind das? 2, 4, 6. Okay, 6 für Musik. Es tut mir leid, aber bei Musik tue ich mich immer extrem schwer.
Was ist in der Collector Edition dabei? Musik, Musik, Musik. Dracula, sorry, nee. Das kann man sich mal überlegen, aber nein, gerade aktuell nein. Mit den Sherlock Holmes-Dingern werde ich genügend zu tun haben. Das war dann das da in den Warenkorb. Jetzt bin ich verwirrt. Entfernen, 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 entfernen. Danke. Äh, so, ich stelle jetzt mal wieder um, weil das geht euch dann, sorry, aber PayPal und Schieß mich tot geht euch nichts an. Sinnersags, einen wunderschönen. Ein wunderschönes neues Jahr, Sinnersags. Nein, Helrik hat mich gerade auch nochmal daran erinnert, dass die ukrainisches Studio und gucken, dass sie weiterarbeiten. Und ich habe die anderen Spiele, also die neueren, hatte ich schon auf der Liste, inklusive der DLCs und wollte es eigentlich sowieso kaufen, wenn mir das Spiel heute Spaß macht. Das Spiel macht mir Spaß. Und da gibt es gerade ein Collection Complete Adventure Paket mit allen Sherlock Holmes Teilen. So. Blub. Aber gekauft. Wir brauchen einen Feuerlöscher. Wie geht's dir, Sinnersags? Gib Watson. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver.
Now we have two maps. We must combine them properly. Ach, da geht's noch weiter. Ich dachte gerade, das passt ja nirgends hin. Hier. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Okay. Englishman. Helrik, herzlichen Dank für deinen Resub. Oder die Verlängerung des Gift-Subs. Herzlichen Dank dafür. Danke. Der erste in diesem Jahr. Nee, Fortree hat die zweite Nacht. Entschuldigung, nicht der erste. Muss ich zurücknehmen. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Danke dafür. So, jetzt sind wir wieder bei diesem Spielchen. Okay. Das passt nicht ganz jetzt. Ne, immer noch nicht, oder? A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Ich werf zurück, da kannst du sicher sein, sobald ich was hab. Schlippers, nee, mit denen werfe ich nicht um mich. Aschebecher. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Diese chilenischen Mistkerle, sie glauben, sie könnten sich die Zukunft unserer Firma einfach unter den Nagel reißen. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs.
Okay. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase, and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Ich wollte gerade sagen, das sieht eher nach Wetten aus. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Okay, spielsüchtig. A telegraph. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, Telegraph. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ja, ja, aber erstmal gucken wir uns hier vor uns um. Hier muss doch ein Bahnhofvorsteher sein, oder? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Melancholisch, okay. Keine Amtsuhr, okay. Ringspuren. Da fehlt ein Knopf. Spielsüchtig, Frau verloren. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Mikro umgeschmissen, weil das Q plötzlich. Das finde ich ein bisschen komisch. Warum muss ich da jetzt schnell Q drücken? Da sitzt man gemütlich da und dann. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry.
Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Der lügt uns doch an von vorne bis hinten. Der hat seine Dingsuhr. Ungefähr. Okay, so viel zu der Sache. Das ist überall Zaun. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Die Schienen sehen definitiv neu aus. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Okay, genau umgekehrt, wie ich gedacht habe. Ich habe bloß den Farbunterschied gesehen. The railway ends here. That is strange. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Das versuchen wir gerade herauszufinden, lieber Dr. Watson. The switch is rusted, but it still works. Okay. This suitcase contains my archives. Ich dachte, wir könnten was machen, aber die Nachricht haben wir wohl da. Ich hatte die Nachricht da. Das ist der gebrannte Zettel, ja. Strand auf der anderen Seite, okay. Dann gehen wir aber erstmal zu der hier. Krabben auf Toast. Ich setze mich morgen in den Flieger. Ich komme dann vorbei. The switch is rusted, but it still works. So, sind das jetzt unsere Fahrspuren oder? Wir wollen ja nichts übersehen. Okay, hier darf ich nicht weiter rennen. Verstanden? Aber ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. Außer, dass es sehr, sehr viele Vögel gibt. Okay, selbe Richtung wie die Gleise. Beides Mal würde ich... Nee.
Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Wir gehen erstmal an den Strand. Also aktuell glaube ich, dass es bei den Minen passiert ist, weil beim nächsten wäre der Bahnhof und da ist dieser Typ gewesen. Ja. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ach, willst du mich? Hä? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Willst du mich jetzt gerade trollen? Nothing interesting here. Nothing interesting. Nothing interesting here. Hilfe! Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Okay. An advertisement for lake cruises. Dafür gaben sie zu. This place was abandoned fairly recently. An abandoned gypsy caravan. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Okay. Las Zapas. A label with the name Las Zarpas. Okay, er hat es besser ausgesprochen als ich. Warum hört sich das so an, als wenn da drüben jemand arbeiten würde? Okay, hier war nichts. Ich dachte, hier wird irgendwie eine Höhle oder sowas, aber anscheinend nicht.
Lastzahlpass. Elektrische Eisenbahn, das Konkurrenzgesetz. My search should be focused upon the name Las. Nee, das scheint nichts zu sein. Ökonomie wahrscheinlich eher. So. Bargetransporte? Ah. Die Bargen von Las Zapas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zapas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Okay. Here it is. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Kann ich sonst noch was? Der Zug könnte in überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von und es ist wieder gequetscht. Der Zug kann nicht im Überfluteten versenkt worden sein, weil am Nebengleis die dorthin führenden Streckenteile fehlen. Momentan würde ich eher dazu tendieren zu sagen, dass sie dort sind. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Das würde Sinn machen. Nee. Das könnte durchaus Sinn machen. Die Frage ist jetzt, ging es darum, gehen wir mal zur Mine. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. This is an administrative panel. See what it says. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea.
Very well. Here it is. WEA, coal. These mines belong to them. This Nachrichten. suitcase Okay, contains my darf nichts archives. untersuchen, We can verstanden? consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Nothing interesting here. Jetzt muss ich das wieder, muss ich da irgendwie die Mitte treffen, Nothing oder? interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. No. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Das würde ja dafür sprechen, dass beim anderen. Okay, da darf ich nicht lang. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Okay. Ich weiß nicht, die Mine. Ja, Steinhaufen. Und ein Päckchen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Lass mich raten, das ist... Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Dynamite. Dynamite, okay. Ich weiß nicht. Der Ort passt mir deswegen nicht. Hier liegt überall Werkzeug rum. Also warum hätten die sich... die Mühe machen sollen? This is the cabin for the mine's security personnel. This box must be the safe. Let's open it. Safe. Mhm. Warte mal, gibt's noch... Ah, es gibt noch mal eins weiter draußen, okay.
was ich meine ist, wir haben ein Werkzeug mit Schlammspuren. Das würde ja für den See sprechen. Die Mine, der Wagen passt nicht. Es liegt hier überall Werkzeug rum. Also warum hätten sie sich das Werkzeug da holen sollen? Auf der anderen Seite ist in einem anderen... Hey Rick, herzlichen Dank nochmal. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Hab einen schönen 1. Januar. Und Knuddel Piratemaus von mir. Süße Träume. Der Wagen passt nicht. Warum hätten sie sich das Werkzeug holen sollen und so weiter und so fort. Die entscheidende Frage ist, ob in den Stationen wirklich ein Zug angekommen ist oder nicht. Sehr schön. Aber das ist ja das, ich möchte ja so ein Rätselspiel haben, das ist es ja. The Also, Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcaz-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter von Caracal-Konsortium mehr die Anlagen betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neue Vorschrift um. Geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da vertraulich sind. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Also momentan sagt mein Bauchgefühl, es könnte, sollte, eventuell, theoretisch, vielleicht. This suitcase contains my archives. We can consult... Der See sein. Vielleicht wollten die am Strand einfach nur die Schienen, das Metall klauen. Dafür so eine mexikanische Barke. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Okay, der sagt jetzt, er sei von Chile. Warum darf ich jetzt die Zigarette nicht? Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business.
I Sehr don't freundlich. suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Ja, und noch etwas. Ich wollte hier meine Camporas treffen, die gestern hätten ankommen sollen. Sie waren in dem verdammten Zug. Schwierig, aber töte sie. Nee, nicht ganz. Leider ist es auch wieder keine direkte Aussage im Sinne von, ja, die sind, der Zug ist halt hier auch nicht, also You'll find nothing interesting here, I'm afraid. ist der Zug halt einfach nicht angekommen. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Barcesas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Berggruppe mit Hilfe ihres einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Mine zu sichern. Ja, das wussten wir ja schon. Ja, Moment, kein Groll ist falsch. Egal. Das wissen wir nicht. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zugs geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Okay, interessante Theorie. Jetzt haben wir hier drüben Gleise zum Steinbruch oder Mine. Okay, wir müssen noch mehr finden. The whole train just disappeared. It's unbelievable. You'll find nothing interesting here, I'm... Ja, Schnauze. Vielleicht der Betrunkene nochmal? Also es ist wirklich entscheidend, kam der Zug da vorbei oder nicht?
Oh, will I ever get any peace? Was übersehen wir noch irgendwo für weitere Hinweise? Och, Watson. Na, wie gesagt, rein gefühlsmäßig würde ich erstmal sagen, See. Und dass wir hier das Telegramm nicht bekommen, dass wir es dem unter die Nase halten können. I will not move from here until I Oh. Was haben wir hier übersehen? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototypen bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandwerts. Maximaldeckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Warum liegt es hier? Don't touch anything, please. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Mhm. Wir tun mal, was Sherlock mal wieder so tut. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. So, okay, 2, interessant. Ah, Moment, ist er noch... Nee. Die Mechanik finde ich recht witzig. Look, Watson.
A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein An Exklusivvertrag exclusive sales contract. über den Verkauf des Prototypens einen autonomen weißen Strom, autonome weiße Strom erzeugt. Der Käufer Emerson Electric erklärt sich damit einverstanden, dieses Gerät ohne Mängelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas Mr. Robinson is the seller. ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer oder dem Verkäufer bekannt sind. Käufer verpflichten sich unmittelbar nach der Unterzeichnung. Blablabla. Okay. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Und Yet another exclusive sales contract. da haben wir die Bars. Dass ich das hier nicht, das finde ich komisch, aber gut. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Der nette Mr. Robertson ist also einfach ein stinknormaler Betrüger. I will not move from here until I receive my refund. Falsche Taste. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototypen Geld zu machen. Der Verlust ist eine Katastrophe. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Kann ich die Verträge noch mal sehen? Oh nö. Scheiße. Stand, wann hätte er das Geld für die Dinger bekommen? Ach, Kacke. Lass mich raten, ich kann es nicht nochmal angucken. Nein. Das ist... Das ist blöd. Wurde er bezahlt vor oder nach? Oh, das ist wieder gequetscht. Da waren 10% im Voraus, oder? Das bringt uns aber nicht weiter.
Könnte gesunken sein. Das ist meine aktuelle Idee. Ist es wirklich... Oh. I will not move from here until I Don't touch anything, please. Jetzt wird's blöd. A telegraph. Wie finden wir raus, ob es der Besoffene war? Oder der mit dem Glücksspiel, der mit Absicht lügt? The entire train has disappeared. It's a disaster. Ja. Was übersehen wir noch? All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. Mexican, die waren, glaube ich, auch auf der Liste für das für den Prototypen. Aber mit dem kann ich nicht mehr sprechen. Oh, Scheiße. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Was könnte ich This übersetzen? suitcase contains my... Ich konnte doch hier dieses F drücken. Kann ich das hier auch? Beziehungsweise da habe ich ja See, beim See habe ich das F nicht gedrückt. Also hier war ja auch das... Genau.
Okay, warum habe ich hier keine Mission? Oh, was übersehe ich? Wo habe ich was übersehen? Habe ich irgendwo einen Fahrplan von dem Zug gesehen? Warum wird dieses Telegramm verschickt? It's a scandal. An absolute outrage. Don't touch anything, please. Ich habe noch das Telegramm und das kann ich mit nichts verbinden. Von daher, irgendwo muss ich irgendeinen Hinweis übersehen haben. Aber wo? Die Telegrafenmasten sehen hier gut aus. Mein letzter Versuch, da nochmal zu gucken, ob da was ist. Nee, auch die sehen gut aus. Bleiben Strand und Mine, dass ich da was übersehen habe. Aber wie sollte es mit dem Telegramm zusammenhängen? Ich
Aktuell ist es tatsächlich ein Rumgerenne und Rumgesuche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn ich jetzt jeweils nichts finde, dann machen wir Schluss für heute. Hier scheint nichts zu sein. Dann gucken wir nochmal bei der Mine und wenn dann auch nichts ist, wie gesagt, dann... Wie gesagt, das Minenszenario gefällt mir einfach wegen der Tatsache, dass hier so viel Werkzeug rumliegt und This is the die Papiere sind uninteressant. Okay, das irritiert mich ein wenig. Darf ich sagen, es hört sich so an, als wenn da noch etwas da drin wäre? Ne, den kann ich auch nicht pushen, okay. Ne, ich habe gerade keine Idee, was ich übersehen könnte. Das Einzige wäre, wenn ich hier rumfuttle und es eben so mache, dass es eben... sind diese Aufleuchtdinger, die hier gerade passiert, das da? Und das hier Hinweise darauf, dass... okay, das sind die unterschiedlichen Wege, aber das heißt, irgendwo... Irgendwas verpennen wir gerade. Und ich komme beim besten Willen nicht drauf, mit wem ich reden könnte oder was ich noch machen könnte. Ah, wir haben übrigens das Porträt gefunden. Das ist der... Der ist einfach nur nach oben gerutscht. Okay. Ich weiß es nicht, aber es ist spät.
Und aktuell ist es ein blindes Umhergerenne, ohne zu wissen, was ich denn tun will. This suitcase contains my... Ja.